Die Sonne ging langsam über den Hügel auf und wir wussten, dass wir uns auf den Weg machen mussten. Du fragst dich, was unsere Aufgabe ist? Wir sollen einen Zug vor Banditen beschützen. Tyler Blue, der Gouverneur dieser Stadt, hat uns damit beauftragt. 50 Spieler, 2 Teams und ein Zug. Wenn wir es rechtzeitig schaffen, den Zug zu Lukeville zu bringen, oder werden die Banditen uns erfolgreich ausrauben können? Wir machten uns gemeinsam auf den Weg. Wird das unser letzter Auftrag gewesen sein? Möge das bessere Team gewinnen. Du möchtest beim nächsten Event dabei sein? Dann komm gerne auf unseren Discord und folge mir für News auf Instagram. Außerdem wird es am Ende noch eine Ankündigung für ein neues großes Projekt geben. Bleib also gern bis zum Ende dabei. Und jetzt viel Spaß im Wilden Westen. Unsere Gruppe war dafür bekannt, jeden Auftrag perfekt auszuführen. Vielleicht wurden wir deshalb für diese riskante Aufgabe ausgewählt. Nachdem uns der Gouverneur unseren Auftrag erklärt hatte, waren wir bereit, den Zug mit unserem Leben zu verteidigen. Der Zug fuhr los und wir haben uns immer noch gewundert, warum der Gouverneur uns angeheuert hatte, den Zug zu beschützen. Anfangs schien noch alles ganz ruhig zu sein, aber die Probleme gingen so schnell los wie ein Pferd, das über die Prärie rennt. Was die Probleme waren, wussten wir noch nicht. Das sollten wir aber schnell herausfinden. Gleich schon hinter dem nächsten Hügel warteten bereits die Banditen auf uns. Oh, Vorsicht Leute, da kommen sie. Haltet alle die Waffen bereit. Bleibt unbedingt auf dem Zug. Schnappt ihre Pferde. Ja, die Pferde, das ist eine gute Idee. Nein! Okay, wir haben einen. Am besten die Pferde mitnehmen. Die Banditen wollten den Zug übernehmen und die Ladung für sich beanspruchen. Wir mussten uns also beeilen, so schnell wie möglich zu einem sicheren Ort zu gelangen. Wir hatten aber schon das erste große Problem. Die Kühlflüssigkeit des Zuges war leer. Irgendjemand hatte den Tank angeschossen. Glücklicherweise befand sich ein Wasserturm auf der Strecke und wir konnten dort kurz den Zug anhalten lassen. Jetzt mussten wir nur noch den Wasserturm mit unserem Wassertank verbinden, das Wasser pumpen und dann weiterfahren. Währenddessen durften wir aber auch nicht die Banditen aus den Augen verlieren. Oh, ich habe noch ein Pferd. Ich habe noch ein Pferd, Leute. Am besten bleiben welche auf dem Zug und die anderen versuchen den Zug zu verteidigen. Ich glaube, das ist ganz gut. Schnell, Leute, an die Geschütztürme. Hat das geklappt? Haben wir Wasser drin? Ich glaube noch nicht. Oh nein, mein Pferd! Nein! Nein, mein Pferd! Ich komme wieder raus. Ich brauche ein neues Pferd. Warte mal, wenn wir hier kurbeln, dann müsste es eigentlich ganz gut funktionieren, oder? Jetzt müsste eigentlich das Wasser hochlaufen. Ja doch, das Wasser kommt hoch, tatsächlich. Ist voll? Können wir jetzt weiterfahren, oder was? Ich hoffe mal. Es war eine sehr schwierige Aufgabe, den Tank richtig zu verbinden. Um das richtig hinzubekommen, war eine gute Kommunikation zwischen unseren Teammitgliedern wichtig. Aber letztendlich hatten wir es dann doch geschafft. Jetzt musste so schnell wie möglich das Wasser nach oben gepumpt werden, während der Zug sich nicht bewegen durfte. Der Tank füllte sich langsam mit Wasser und wir waren immer noch dabei, den Zug vor den Angreifern zu verteidigen. Es tobte eine Schlacht vor dem Zug, aber noch hatten die Banditen es nicht geschafft, auf den Zug zu kommen, geschweige denn in das Zugführerhaus zu kommen. Letztendlich hatten wir es geschafft, den Tank mit Wasser zu füllen und konnten endlich weiterfahren. Die große Gefahr war, wenn der Zug stehen bleiben würde, denn dann könnten die Banditen einfach so auf den Zug klettern. Wir erreichten die große Riverbrücke. Oh, hier kommt eine große Brücke. Achtung, da kommen ein paar Banditen, Leute. Let's go! Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Fahrt am besten mit dem Zug, genau. Fahrt ihr am besten alle um da vorne. Nein, jetzt bin ich auch davor. Nein! Nein, haltet den Zug an! Haltet den Zug an, Leute! Hilfe! Warte, komm ich hier irgendwie noch hoch? Komm ich irgendwie noch auf den Zug hoch? Hier komm ich hoch. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein. Wartet, Leute. Oh Gott. So, Achtung, hier klettern auch andere Banditen hoch. Der hat mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Oh, doch, der hat mich gesehen. Oh, nein. Oh, wo bin ich jetzt runtergefallen? Die Banditen hatten es irgendwie geschafft, auf den Zug zu springen. Der Kampf auf dem Zug begann. Von Weitem wurden wir sogar von einer Artillerie beschossen. Das Ganze wurde also schon seit langem von den Banditen geplant. Wir hatten Glück, dass sie nicht die Brücke in die Luft gejagt hatten. Das nächste große Hindernis stand bevor, die Goldmine von Rockstone. Wir mussten einen Schalter suchen, um damit die Zugstrecke richtig einstellen zu können. Die kommen hier alle über die Brücke. Gelaufen. Seid vorsichtig, Leute. Wir müssen am besten den Zug hier verteidigen. Am besten, weiß ich gar nicht, alle auf den Zug. Oh, jetzt kommen sie auch noch von der anderen Seite. Jetzt kommen sie auch noch alle von der anderen Seite angelaufen. Oh, da ist jemand gerade hochgeflogen. Was ist da passiert? Oh, der Zug, was mit dem Zug passiert? Der Zug ist ein Gleis, oder was? Oder müssen wir jetzt unbedingt aufpassen und ihn irgendwie versuchen, wieder zurückzubekommen? Die Banditen wussten, dass wir kommen würden und haben die Brücke der Mine sabotiert. Es gab überall Fallen, die es uns schwer machen sollten, zum Schalter zu gelangen. Einige Teammitglieder von uns gingen schon voraus, um die Banditen, die kommen würden, aufzuhalten. Dadurch konnten wir versuchen, alle Fallen auf der Brücke zu umgehen. Die Banditen waren kurz davor, in das Zugführerhäuschen einzudringen, aber letztendlich konnten wir den Schalter für die Schiene finden und dann weiterfahren. Jetzt war höchste Vorsicht geboten, denn wir wussten ja nicht, was die Banditen noch alles sabotiert hatten. Ich bleib mal ein bisschen hier unten mit. Ich versuche den Zug hier unten zu verteidigen. Am besten bleiben welche da oben und ein paar auch hier unten.
Ich glaube, das ist ganz gut. Oh, jetzt sind wir hier wieder... Jetzt sind wir bei der nächsten Station angekommen. Oh, hier geht's nach oben. Moment, ich komme einfach mal mit nach oben. Ich komme einfach mit. Nein, warum habe ich zur Seite gedrückt? Oh, war das knapp. Am besten schnell wieder nach oben. Ich versuche mit nach oben zu kommen. An dieser Station fehlte ein Teil der Strecke, aber glücklicherweise stand hier ein Kran auf einem Felsen. Wir mussten nur noch herausfinden, wie wir diesen Kran bedienen können würden und dann könnten wir die Strecke einfach wieder reparieren. Hier oben muss es doch irgendwas geben. Ah, Moment, das wurde schon aktiviert. Irgendjemand hat den Kran schon bedient. Ah, perfekt. Dann müssen wir jetzt am besten schnell wieder nach unten und auf den Zug springen. Aber ich sehe auch gerade keine Banditen, die hier irgendwo ankommen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht... Ah doch, da hinten waren wieder ein paar. Die kommen alle jetzt von der anderen Seite, oder was? Letztendlich haben wir herausgefunden, wie man diesen Kran bedienen konnte und wir konnten dadurch erfolgreich den zerstörten Teil der Schienen wieder reparieren. Natürlich war auch dieser Stopp wieder von den Banditen geplant und sie nutzten den Moment aus, um uns wieder anzugreifen. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung und da wir wieder auf einer Brücke waren, konnten wir kurz verschnaufen, denn hier hatten die Banditen keine Chance auf den Zug zu kommen. Wir fuhren weiter und konnten unseren Augen kaum glauben. Vor uns gab es eine große Explosion. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Als wir weiterfuhren, sahen wir, dass die Banditen einen kompletten Teil der Strecke gesprengt hatten. Jetzt waren wir gezwungen, einen Umweg zu nehmen. Wir mussten einen Weg nehmen, der schon seit langer Zeit nicht mehr genommen wurde. Die dunklen Höhlen von Aipmos. Es wurde sich gesagt, dass sich in den Höhlen grauenhafte Kreaturen aufhalten sollten. Und genau das war der Grund, warum diese Strecke seit Jahrzehnten nicht mehr befahren wurde. Oh, ich sehe hier drin überhaupt gar nichts. Oh, Vorsicht, hier sind ein paar Banditen auf dem Zug. Ich sehe überhaupt nichts. Die Banditen kannten sich in diesen Höhlen natürlich aus, da sie diese seit langem für ihr Versteck genutzt hatten. Somit war es für sie ein leichtes, sich in der Höhle zu orientieren und auch einen Überraschungsangriff am Ausgang zu starten. Oh, wir sind draußen. Wir müssen schnell gegen die Banditen kämpfen. Oh nein, das wird knapp. Wir haben wieder Licht, Das wird knapp. Wir haben wieder Licht. Wir sind wieder draußen. Wir sind wieder... Der Zug wurde auf einer Brücke zum Stillstand gebracht. Irgendwie hatten die Banditen es geschafft, das Zugführerhäuschen zu übernehmen. Außerdem hatten sie am anderen Ende der Brücke ein Artilleriegeschütz aufgebaut. Unser Ziel war es, zuerst dieses Geschütz zu übernehmen. Mit einem gezielten Angriff konnten wir es erfolgreich für uns beschlagnahmen und dann auch noch für uns nutzen. Die Banditen, die als Verstärkung zum Zug kamen, wurden von der Artillerie unter Beschuss genommen. Und jetzt konnten wir uns endlich um den Zug kümmern und die Banditen von dort vertreiben. Oh, perfekt, der Zug fährt weiter. Oh, ich versuche schnell hinterherzukommen. Aber Achtung, hinten ist doch alles voller Banditen. Komm nicht rein. Achtung, die Banditen kommen alle von der anderen Seite. Ich versuche schnell hinterherzukommen. Lass die Artillerie ruhig zurück, die brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, der Zug... Erstmal alle zum Zug zurück. Die Feinde kommen. Alle am besten auf den Zug drauf. Support beim Führer. Oh, ich werde verfolgt. Dank der Übernahme der Artillerie konnten wir unseren Zug vor den Angriffen der Banditen verteidigen. Jetzt waren sie gezwungen, einen anderen Weg zu nehmen, denn sollten sie es über den alten Weg versuchen, dann würden sie große Probleme mit dem Sperrfeuer bekommen. Wir durften uns aber auch nicht zu sehr über diesen kleinen Sieg freuen, denn vor uns lag schon das nächste Hindernis. Ich glaube, es ist erstmal sicher, wenn wir hier oben auf dem Zug bleiben. Artillerie. Also schon wieder ein Artilleriegeschütz? Oder kommt Aber das können wir doch einfach gleich übernehmen, oder? Oh, die haben den Zug geändert. Achtung, hier ist oben auf dem Zug drauf. Wir haben... Oh, Scheiße. Du schießt! Moment, ich versuche hier oben auf den Berg zu gehen. Oh, ich habe einen erwischt. Oh, das Artilleriefeuer. Ich meine, da haben sie gar keine Chance. Damit können wir uns erstmal den Zug verteidigen. Da ist noch der nächste. Achtung, Vorsicht. Vor uns lag die Goldtransportstation. Hier gab es das Problem, dass ein Sandsturm den Hauptweg zerstört hatte und jetzt kam man nur noch mit einer Seilbahn auf die andere Seite. Eine Person musste dafür auf der Seilbahn sitzen, während die andere Person kurbeln musste. Man durfte natürlich auch nicht die ständigen Angriffe der Banditen vergessen. Einige von uns versuchten auf die Berge zu klettern, um dann von dort aus einen besseren Überblick zu haben und von dort dann die Banditen zu bekämpfen. Da sich viele auf die Seilbahn konzentrieren mussten, waren wir kurzzeitig beim Kampf in der Unterzahl. Aber dank strategischer Planung waren wir in der Lage, das Artilleriegeschütz, das sich hier befand, zu übernehmen und die angreifenden Banditen, die den Zug übernehmen wollten, abzuwehren. Letztendlich konnte erfolgreich die Seilbahn genutzt werden und am anderen Ende der Schalter für die Schienen aktiviert werden. Wir waren dabei, den Canyon zu verlassen und langsam in Richtung Wüste zu fahren. Wir waren bald am Ziel. Oh, Vorsicht, da hinten gibt es Artilleriegeschütz. Wir müssen das Wasser auspumpen. Na, hier ist noch eine Pumpe, oder was? Ja. Tatsächlich. Moment, ich versuche jetzt zum Artilleriegeschütz zu reiten. Oh, das war's mit meinem Pferd. Jemand muss das Wasser auspumpen. Aber am besten, wir müssen... Oh Moment, wir haben es schon übernommen. Gut, dann macht's, Leute. Ich kümmere mich da. Oh, perfekt, wir haben... Oh, warte, Leute. Wie bediene ich denn das Ding überhaupt? Oh, ich habe keine Ahnung. Moment, ich lasse einfach jemand an... Oh, was passiert denn jetzt?
Hilfe! Ich lasse jemand am besten niemand anderen ran. Anhalten. Oh, von hier hinten kommen die. Von hier hinten kommen die Banditen. Die müssen wir einfach nur mit der Artillerie drauf feuern. Pump das Wasser aus. Los, pumpen. Achtung, da kommt noch mehr. Das Kühlwasser im Zug wurde leider zu warm und musste deshalb schnell wieder ausgeladen werden, ehe der Zug überhitzen würde. Glücklicherweise gab es auf der Strecke wieder eine Abpumpstation. Jetzt mussten wir also wieder ähnliche Schritte wie beim Vollpumpen machen. Die Banditen wussten ganz genau, dass wir diese Pumpe brauchen würden. Sie hatten in der Nähe 3 Artilleriegeschütze platziert, da sie immer die Züge, die sich hierher verirrten, ausrauben konnten. Genau das war der Grund, warum diese Strecke so gut wie niemand nutzen wollte. Die Strecke war zwar bei weitem kürzer als alle anderen Wege, aber die Gefahr, ausgeraubt zu werden, war immer präsent. Daher wurden wir angeheuert, die Ladung mit unserem Leben zu verteidigen. Oh, ist gefährlich. Ich glaube, das Zugführerhäuschen wurde übernommen. Und haben wir schon voll gepumpt? Oder warum fahren wir nicht? Moment, ich versuche hier einfach noch ein paar... Oh. Okay, perfekt. Am besten holen wir uns noch mehr Pferde. Ich meine, die sind einfach noch ein bisschen mobiler. Oh, dieses Artilleriefeuer. Wer hat die Pumpe? Nachdem erfolgreich das alte Kühlwasser abgepumpt wurde, konnten wir wieder weiterfahren. Wir wussten, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit hatten, um rechtzeitig am Ziel anzukommen. Von daher mussten wir alle Angriffe der Banditen umso besser abwehren und nicht zulassen, dass sie wieder die Kontrolle über den Zug übernehmen würden. Als nächstes erwartete uns eine Höhle, die mit grausamen Kreaturen gefüllt war. Schnell weiter, Leute. Schnell weiter. Da hinten ist das nächste Leuchtfeuer. Schalter umlegen. Hier müssen wir den Schalter umlegen. Leute, die sind wieder vorne. Oh, hier geht's nach unten. Moment, ich komme einfach mal mit. Oh, Achtung, hier ist noch einer. Oh, perfekt. Wunderbar. Am besten gleich nach hier unten gehen. Verfolgt uns noch jemand? Ich glaube nicht. Oh, ne. Okay, seid ihr. Perfekt. Okay, lasst uns weiter nach unten gehen. Vielleicht haben wir hier unten... Oh, hier ist ein Schalter. Moment, vielleicht müssen wir einfach diesen Schalter umlegen. Ja, da scheint nichts zu passieren. Gar nichts. Noch weiter nach unten, oder was? Oh, ich werde verfolgt. Oh, was ist denn das da unten? Was sind das für komische Monster? Das ist ein Warden. Oh nein, ich bin gefangen hier. Da hinten ist der Schalter. Der Schalter ist hinterm Spinnennetz, oder was? Wie komme ich jetzt da hin? Oh, ich hab's fast geschafft. Ich bin fast da. Oh nein. Ich komm mit. Nee, Leute, wir müssen alle unbedingt gemeinsam da runtergehen. Ich glaube, wir müssen die Warden erstmal besiegen. Aber ich glaube jetzt erstmal... Moment, vielleicht gehen welche runter und die anderen verteidigen hier oben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich bleib hier oben. Ich versuche die anderen noch mit aufzuhalten. Alle in die Mine. Nee, nicht alle in die Mine. Wenn alle in die Mine gehen, dann haben wir keine Verteidigung mehr für den Zug. Ich versuche hier draußen noch mit zu bleiben und den Zug zu verteidigen. Wir versuchten, die Kreaturen in der Höhle zu bekämpfen. So etwas hatten wir zuvor nur aus den Geschichten gehört. Die Monster, die in der anderen Höhle lebten, wurden anscheinend vertrieben und sind hierher gezogen. Die Banditen hatten sich dies aber zunutze gemacht und den Schalter hinter einer schwer zu begehenden Passage versteckt. Man musste hier kriechen und kam daher nur sehr langsam voran. Der dritte ist tot, der vierte, alle sind tot. Ich hab's. Oh, perfekt. Der Schalter wurde aktiviert. Jetzt können wir fahren. Auf den Eingang zu versperren. Schnell weiter. Oh, Vorsicht. Moment, hier sind noch mehr. Nein, keine Feinde. Leute, am besten auf die Pferde. Am besten alle auf die Pferde. Sind alle rausgekommen? Da draußen? Auf dem Zug, die sind im Zug. Die sind im Zug drin. Unfair. Okay, immer weiterfahren. Ja, fahrt. Habt ihr alle besiegt? Von der Seite. Komm hoch. Oh, die kommen von der Seite hoch, oder was? Ja, fahr. Oh, schnell weiter. Wir müssen schnell weiterfahren. Unbedingt. Diese Genies, die uns einfach bei den Worten getötet haben, hat einen und gedacht, dass wir dann wieder Warum? Achtung, die kommen hier. Kommen alle. Am besten auf die Pferde, Leute. Am besten die Pferde und dann von der anderen Seite. Und dann können wir vielleicht mit den Pferden die heranschauenden Banditen hier aufhalten. Da kommen immer mehr. Wo kommen die denn alle her? Oh, hier ist auch noch einer. Warte, der hat einen Regenbogenhut. Der hat einen Regenbogenhut auf. Was ist denn das? Jetzt haben wir hier oben alle besiegt, oder? Ist meine Imagination schon wieder oder ist meine Parade? Und da sind noch die ganzen Pferde. Leute, ab auf die Pferde. Wir sind die Kavallerie. Alle auf die Pferde. Die Kavallerie geht los, Leute. Los geht's. Wir verjagen hier die Banditen. Die Kavallerie ritt los, um die Banditen weiter zurückzudrängen. Wir näherten uns dem Hauptlager der Banditen. Sollten wir es schaffen, hier vorbeizukommen, dann hätten wir es geschafft und der Zug wäre in Sicherheit. Da es hier aber das Hauptlager war, gab es hier eine ganze Menge an Banditen. Immer weiter. Immer weiter. Benutzt am besten eure Fernkampfwaffen. Und wenn ihr nah dran sein solltet, das Schwert. Am besten aber immer auf dem Pferd bleiben. Das ist ganz gut. Nein! Mein Pferd! Und benutzt eure Bomben vor allen Dingen. Die Bomben haben auch eine gute Wirkung. Alles eigentlich Gegner. Es gibt doch keine grauen Hüte.
Die Banditen hatten es irgendwie geschafft, die Schienen zu verstellen. Irgendwo in ihrem Lager musste es den letzten Schalter geben. Dieser würde wahrscheinlich sehr gut versteckt sein und wir mussten nur auf alle möglichen Fallen vorbereitet sein. Ich hatte es geschafft, wieder auf eine erhöhte Position zu gelangen und von dort aus alles genau auszukundschaften. Unten war ein absolutes Chaos und es roch die ganze Zeit nach Schießpulver. Nur leider war ich hier oben nicht allein. Mich verfolgte bereits ein Bandit und ich war gezwungen, die oberen Schienen wieder zu verlassen. Ich hatte ganz vergessen, dass wir uns mitten im Lager der Banditen befanden und diese hier geheime Gänge kannten und sich dadurch schneller bewegen konnten. Oh, hier kommen die ganzen Banditen. Achtung, die kommen alle zum Zug. Oh, Vorsicht, Leute. Da kommen immer mehr. Ich versuche die von hier oben einfach anzugreifen. Oh, ich wurde runtergeschossen. Schalter. Oh, irgendwo muss es hier den Schalter geben, Leute. Irgendwo gibt es hier unten den Schalter. Vielleicht hier hinten in der Mine oder was auch immer das ist. Da oben wird es sein. Hast du den Schalter gesehen? Obwohl, ich kann mal... Ich finde einfach den Schalter nicht. Geht's hier irgendwo vielleicht nach oben? Kann man hier irgendwo nach oben klettern oder so? Oh, hier sind ganz Ich sehe hier nichts weiter. Oh, der war Moment, ich versuche wieder zurückzukommen. Oh, hier ist noch ein Pferd. Wenn die Gegner Muskets haben und Am besten mit dem Pferd hin. Headshot, dann sind die One-Hit, also. Welche Hilfe? Okay, Leute, wir versuchen hier wieder die Kavallerie, Leute. Ja, ich treffe die nicht. Aber wo gibt's denn den Schalter? Gibt's den hier in der Mine? Nee, hier gibt's auch keinen. Hier ist es nicht. Moment, hier ist noch eine Box oder sowas. Ah, nee, gibt's nichts weiter drin. Vielleicht hier hinten? Nee, hier gibt's keinen Schalter, Leute. Ich hab keinen... Jemand hat den Schalter gefunden. Oh, denkt Hurra, bitte. Jetzt müssen wir schnell fahren. Ich will hier gar nicht für Lu kämpfen. Es geht um alles. Wir müssen weiterfahren. Wir müssen unbedingt weiterfahren. Der Zug kommt an! Der Zug kommt an! Oh, wir sofort wieder zurück! Ihr müsst vorwärts fahren! Den Zug sei Ja, wir fahren schon wieder dahin. Nee, wir müssen nach vorne fahren! Nicht rückwärts! Warte, wir müssen den Zug zurückerobern. Jetzt ist der Zug zum Stehen gekommen. Wir brauchen Granatenunterstützung. Ja, ich werf von hier oben. Ich werf von hier oben die Granaten. Ja, okay, gut. Und jetzt weiterfahren. Perfekt. Geradeaus, immer weiter. Einer deiner Kavalleriemitglieder hat fast Wir haben es geschafft. sein Pferd verloren. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Oh, wir haben die Banditen besiegt. Let's go. Sehr gut. GG, Leute. GG. GG. Perfekt. Vorbei. Und jetzt müssen wir noch die ganzen Banditen besiegen und dann haben wir es geschafft. Ich habe euch geglaubt. Und dann fahren wir einfach weiter. Dann fahren wir weiter in die nächste Stadt und gehen den Zug ab. Perfekt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten und ganz besonders bei Tyler Blue, Tuffet Spider und dem Policecraft Discord für dieses Event bedanken. Seid ihr bereit für die große Ankündigung? Los geht's. Suchst du einen Minecraft Roleplay Server und bist du bereit, in eine Welt voller Magie einzutauchen? Herzlich willkommen auf dem Policecraft Server. Dich erwartet eine riesige und äußerst detaillierte Welt mit Truhen zum Plündern, Monstern zum Besiegen und Orten zum Erkunden. Dieses MMO hat keine Level, also keine Angst, du kannst immer mit deinen Freunden zusammenspielen. Es wird massive Weltevents geben, die die Map durch die Entscheidungen der Spieler dauerhaft verändern werden. Außerdem wird es eine Hauptquestreihe geben, die alle 5 Städte mit einbeziehen wird. Meta, die Stadt der Kämpfer. Lytra, die dunkle Stadt. Otio, die Stadt der Sonne. Luxorbis, die leuchtende Stadt. Und Arkanda, die geheime Stadt der Magier. Wirst du für das Gute kämpfen und versuchen, die dunklen Kreaturen zu besiegen, die dieses Land heimsuchen? Oder wirst du dich niederlassen und versuchen, der größte Kaufmann zu werden? Du kannst sowohl in der Stadt ein Zimmer kaufen, als auch außerhalb ein Land. Und das Wichtigste habe ich ja noch gar nicht erwähnt, die 6. Stadt, Lucania. Ja, du hast richtig gehört. Als Partner des Servers werde ich eine eigene Stadt haben, die wir zusammen aufbauen werden. Ich durfte sogar den ersten Dungeon spielen und war absolut begeistert. Es startet bald eine geschlossene Alpha-Version, gefolgt von einer Beta bis hin zum fertigen Release diesen Sommer. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann joine gern dem offiziellen Policecraft Server. Vielen Dank fürs Anschauen.